Hallo. Prost. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Aufregender Vlog. Wisst ihr, wo wir jetzt hinfahren? Wir fahren jetzt zur Competition Area und da ist Registration und Riders Meeting und all diese coolen Sachen, die man sonst irgendwie immer liest, was die Leute machen, wo man sich nichts drunter vorstellen kann. Aber das machen wir heute. Wir gucken einfach mal, was es ist. Weil ich nehme an der GKA Kite Meisterschaft teil. Weil ich eine coole Freestylerin bin und ich mache die alle fertig. Nicht. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Spot nach Kauipe zur Lagune, weil da findet die Competition statt. Und da ist heute irgendwie Registrierung und Opening-Zeremonie. Die Lycras werden verteilt, bla bla bla. Das ist das zumindest, was ich annehme. Mal gucken, was es wird. Wir sind gerade schon auf dem Weg zur Lagune und den Weg, der ist aber ganz spannend. Wir sind immer noch hier mit unserem Buggy und ich zeige euch gleich mal meine Lieblingsstellen von dem Weg, der jetzt hier noch kommt. Oh mein Gott. Oh nein, der steckt mich fest. Kommen wir da vorbei? Versuchen das. Naja, aber wollen wir da vorbeikommen, ohne ihnen zu helfen? Macht man sowas? So, komm, wir küssen. You okay? Wollen wir ihnen nicht helfen, Max? Ah, wir haben ihnen geholfen. Wir sind stehen geblieben. Turns out, das sind die Judges vom GKA. Das heißt, das sind die mich am Ende bewerten. War eine gute Entscheidung anzuhalten. Wir haben schon mal einen guten Eindruck gemacht, glaube ich. Wir haben da jetzt locker eine Viertelstunde rausgepusht, die aus dem Sand, weil die sich so festgefahren hat. Wow. Fährst du durchs Wasser oder oben lang? Oh. You sure? Oh mein Gott. Buggy fahren ist immer eine Experience. Oh mein Gott. Da ist er. Die Kauipe Lagune. Hallo. Yay. Nimmst du auch an der Competition teil? Natürlich! Cool, bist du auch so eine coole Freestyle-Maus. Yay! Wie findest du, wo sie hier den Judge Tower hingestellt haben? Nicht ganz so schlecht, wie ich es mir gedacht habe, als Ja, du mir voll. das Foto geschickt hast. Aber wenn man hier abspringen will, ist halt doof. Wenn der Kite hier liegt, ist auch doof. Wir sind jetzt wie lange sind wir jetzt schon da? Seit 7 Wochen in Brasilien. Das ist meine erste Kokosnuss. Vielleicht mag ich sie ja auch gar nicht. Ja, ja. Ich glaube, ganz lecker. Schmeckt irgendwie milchig, finde ich. Willst du mal probieren? Nee, alles gut. Lecker. Strandfeeling. Nur lecker. Geil. We are now in the second event of the season. We have the third event in Qatar. We're gonna aim for standard freestyle format, which is 4 tricks counting, 7 attempts. So here, what the judges want to see. The judges want to see really like big stuff. High and amplitude is a main factor, combined with a great execution of the tricks. Kite angle is crucial. Speed in, speed out, right? We want to see, if of course you want to see you going massive, going big, you must go fast. And you also must land fast, obviously. Wir sind wieder auf dem Rückweg, wie man unschwer sehen kann, zurück aus unserem Buggy. Wir sind registriert und hatten ein ultra langes Riders Meeting, wo alles gesagt wurde, worauf zu achten ist. Morgen geht's los. Erster möglicher Start ist um 9:30 Uhr, aber wahrscheinlich werden sie erstmal mit den Männern starten. Das heißt, für uns ist es morgen entspannt. Aber es kann halt trotzdem noch sein, dass spontan was geändert wird. Das heißt, wir müssen trotzdem da sein um 9. Jetzt werden wir nass. Oh, die sind weg.
hat dich überholt. Okay für mich, guck mal, wie schnell die fahren. So schnell, wenn ich so schnell fahren würde, würde ich nur Ärger kriegen. Was ist unser Plan ist noch für heute? Wir fahren jetzt nach Hause, duschen. Und dann gibt es heute Abend Fett Pizza. Vor dem Marathon macht man ja auch Carbloading. Machen wir auch vor der Competition, oder? Ein bisschen Carbloading. Vor allem Bier. Bier. Maxi macht auch Carbloading. Und dann gehen wir früh schlafen, weil wir den ganzen Tag in der Sonne gebrutzelt haben. Ich bin richtig fertig. Ja, und dann geht's morgen weiter. Exciting! Guck mal, wie schön! Reingeguckt. Hallo. Seid ihr bereit? Na klar. Immer. Wir haben, seitdem wir hierher gefahren sind, noch gar nichts weiter aufgenommen. Wir hatten ein Skippers-Meeting. Überraschung. Frauen fangen an. Das heißt, wir legen jetzt doch schon gleich los. Maxi hat mir schon alle Kites aufgepumpt und hat schon Probe geflogen. Seht ihr die Schweißperlen auf seiner Nase? Ja, das ist ein bisschen aufregend. Ich fahre quasi gegen eine, wo ich noch gar nicht weiß, was sie kann. Mal gucken. Ich gebe mein Bestes. Geht gleich los. Ich sehe, was ich stressig finde. Ich finde gar nicht mal die Tricks stressig und dass wir jetzt gleich fahren müssen, sondern so dieses, okay, wann gehe ich aufs Wasser? Wann ist der beste Zeitpunkt, um mich anzuziehen? Wann hole ich mein Lycra? Wann muss ich so da sein, damit es keinen Stress hat, aber auch nicht zu früh, dass ich dann schon fertig bin vom Rumsitzen? Wir holen jetzt erstmal mein Lycra. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Rot ist genau meine Farbe. Weil ich on fire bin. Hauptsache, du hast einen Kaugummi drin. Da kann nichts schief gehen. Ja, aber ich kann nicht ohne Kaugummi fahren. Wirklich? Ja. Vor jeder Session. Ich glaube, das ist schon fast so ein Zwang geworden, dass wenn ich in der Session realisiere, ich habe keinen Kaugummi drin, dann kann ich einfach vom Wasser gehen, weil dann klappt nichts mehr. Aber irgendwie bin ich froh, Elbe zu fahren, weil ich Elbe jetzt am meisten gefahren bin in letzter Zeit. Wie ist er denn vom Druck? Das ist super billig. Aber, also, ich glaube gut. Aber eher 13 oder 9 bereithalten? Einfach muss ich kurz fahren. Okay, dann gehen wir fahren. Vorbereitung. Es ist so warm. Paule macht einen Kraulwettbewerb heute nämlich. Dieses Bild gerade. Ich bin eine kleine Meerjungfrau. Sollte seit einer Stunde anfangen. Wir warten und wir brutzeln. Frau Renat, was sagt zum Wingfoiler in der Competition Area? Da habe ich nichts zu sagen. Ich will mich nicht unbedingt machen. Aber ich habe mich am letzten Vlog schon. Naja, finde ich schrecklich. Sollte verboten werden. Ich gehe gleich los. Heat 1 läuft. Ich bin in Heat 2. Ich hab Bock und ich bin aufgeregt. So, was denkst du, was steht Paula jetzt hier im Heat gleich? Ja, das hat sie mir gar nicht verraten. Ich wollte das so ein bisschen Secret halten. Nicht, dass das dann irgendwo aus dem Sehen irgendwie raus, dass das auspapper und dann wissen das die Gegner und das geht ja dann. Sehr richtig. Richtige Antwort. Richtige Antwort. Game time! Let's go! Was ist Paule-Modus? Competition-Modus ist Paule-Modus. Let's see, Pauline. Boom. Good Aspen to blind, really powerful. Let's see Yeah, very nice start. what the judges think about this. She's stomping it. Nice extension, great pop. Landing with quite a bit of slack in the lines, so it's nice to see that. Highest score! Combo. Aspen into really to blind. Seems to be the combo of the day on the girls division. Again, plenty of power shows, nice extension. And then just gets the pop here. The transition between the tricks was Yeah, good. it was nice actually. Yeah. Nice back to blind, adding the fourth trick into her family of tricks. Pauline's cooking out there. Yeah. It's a pretty nice start when you cover the 4 tricks With the- straight away. You know, you have the 3 last to just outperform them. Yeah, having a perfect happy. heat at the moment. Look at that. Yeah, that's a big smile. Paule bis jetzt für alle Tricks, die sie gemacht hat, Highest Score bekommen von allen, die bis jetzt auch attempted haben. Richtig, richtig stark geleistet. Alles gestanden.
Yeah, crash there for Pauline. I guess it was about time because she's had 4 landed tricks. She was due one. Going for the grab. Yeah. Tail grab getting a bit too close to the fin, but a tail grab still. It's nice though. Yeah. Na, was überwiegt, Paula? Freude. Oh, schön. Oh, ich bin so froh, dass ich alles gelandet habe, was ich landen wollte. Dann habe ich 3 Rally Blind mit Grab gecrashed, aber das ist okay, weil ich hatte ja meine Punkte. Oh. Boah, der Aspen, der war sick. Ich dachte, Alter, ist der hoch? Ich hatte so richtig, als du in der Luft warst, so Angst, dass du den jetzt crasht, weil der zu hoch war. Ich trotzdem geschafft, den zu gleichen. Boah, da habe ich mich so crazy gefreut darüber, wow. Aber High-Scoring-Trick ist jetzt überhaupt den Wettbewerb. Ja, das heißt, ich muss nicht nochmal in diese zweite Runde Qualification, sondern bin direkt weiter und in einem Heat mit Rita Arnaus und nice bei Vino. So, wie war dein Job hier, Zef? Hat Spaß gemacht? Hat mega Spaß gemacht. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, den Kite auch immer genau auf 12 zu halten. Ja, dass ich denke, ey, ist der jetzt irgendwie schon wieder weg oder im Wasser? Genau, dass er auch wirklich das sieht, er ist bereit, also ich kann jederzeit wechseln. Stolz, dass ich das so geschafft habe. Das erste Mal, dass du Kite für jemanden halten. Ich bin immer noch 12 von 10 happy. Ich habe wirklich so einen riesen Adrenalin- und Endorphin-Push. Es ist mir vollkommen egal, wie die anderen Heats jetzt laufen werden. Ich bin so stolz und ich bin so happy. Zum einen habe ich diesen fucking Back to Blind gelandet, mit dem ich so gestruggelt habe die letzten Tage. Das schönste Gefühl ist, wenn man denkt, dass man kurz vor einer Competition einfach einen Trick verloren hat. Ich könnte gerade heulen, ich lache gerade nur, weil die Kamera auf mich gerichtet ist. Aber Back to Blind, keine Ahnung, wo der jetzt gerade hin ist. Was ich bei dem gerade falsch mache, kann ich mir gerade gar nicht mehr vorstellen. Es ist halt so kacke, wenn man das Gefühl hat, man hat seine Tricks eigentlich safe, aber dann merkt man, nö. Wenn man nur 7 Versuche auf einmal hat, dann hat man die gar nicht safe. Es ist so frustrierend. Fucking Freestyle. Und der erste Blind. Wow, ich glaube, das war der höchste, den ich jemals gelandet habe. Ich war richtig happy, das hat so crazy viel Spaß gemacht. Ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus. Ah! So, home sweet home. Wir sind schon eine ganze Weile wieder zu Hause. Wir haben schon Abendbrot gegessen. Der Tag war definitiv länger als gedacht. Also dafür, dass wir um 9 beim Riders Meeting waren, sind wir zum eigentlich schon nach Sonnenuntergang losgefahren wieder. Wir haben uns auf dem Rückweg so crazy doll verfahren. Wir sind in eine falsche Straße abgebogen und haben irgendwann gemerkt, hier sind gar keine Autospuren oder Buggyspuren mehr. Und wir standen dann einfach mitten im Nirgendwo, ohne Handyempfang, hatten uns im Sand festgefahren und es war einfach komplett dunkel. Und dann mussten wir quasi den Buggy da erstmal wieder rausschieben, um irgendwie wieder zurück auf die Straße zu kommen. Aber das war ein bisschen sketchy, oder? Was würdest du sagen? Hast du dich da wohl und sicher gefühlt? Ja, wie ein Profi-Buggy-Fahrer. Wie ein Profi-Buggy-Fahrer. Aber wir haben es zum Glück relativ schnell geschafft, uns da wieder rauszuschieben. Ich bin sehr, sehr happy mit dem Tag heute. Ich bin noch richtig voller Glücksgefühle. Ich bin wirklich sehr, 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 sehr happy mit meinem Riding heute. Morgen geht's weiter. Es ist wieder um 9 Uhr, müssen wir da sein zum Riders Meeting. Und dann ist mein zweites Heat gegen Rita Arnaus und Nais Balbino. Und eine Runde habe ich danach auf jeden Fall noch. Das heißt, morgen fahre ich auf jeden Fall 2-mal. Und ich freue mich sehr. Jetzt wird geschlafen, dass ich morgen ausgeschlafen bin. Und dann gucken wir weiter, wie es läuft. Bis morgen.